Schönen guten Tag. Ich bin noch nicht da. Hallo. Wir sind gerade aufgestanden und machen Pithead Studio TV und sind zwei Entwickler und wollen gerne hier ein Video machen. Und wir haben nochmal angefangen, weil ich nur Blödsinn hergeredet habe. Ich höre auch nicht damit auf gerade. Ja. Erst mal ein bisschen Traubenzucker. Ja, gut. Macht aber nichts. Wir erzählen was über Digitales und Natives, also Digital Natives. Was heißt denn das? Ich glaube, ich gebe mal lieber ab, sonst wird es noch schlimmer. Ja, ob ich es jetzt besser mache, weiß ich noch nicht. Ja, Digital, ich kann es nicht mal aussprechen. Digital Natives. Schrecklich. Das passiert mir jedes Mal, wenn ich dieses Wort ausspreche. Ja, dann machen wir es nicht mehr. Ich habe es ja unten eingeblendet. Sollte klar sein, worum es geht. Wir sind eigentlich durch unsere Kinder auf dieses Thema gekommen, weil wir die beim Spielen beobachtet haben. Ne? Ich meine, gut, wenn man jetzt auch noch Computerspiele entwickelt und dann auch noch Kinder bekommt, dann haben die wahrscheinlich von Natur aus schon eine stärkere Affinität zum Computerspiel als vielleicht andere Familien. Und da haben wir halt beobachtet, wie selbstverständlich die mit vielen Dingen umgehen. Dinge, die wir uns vielleicht damals auch noch so ein bisschen erarbeiten mussten, ja. Also ich weiß noch, als ich ganz klein war, da hat mein Vater eine Zeit lang bei IBM gearbeitet. Und da hatten die so einen Computer, der war so groß wie so eine Turnhalle. Mein Gott. Ja, das war richtig krass. Was konnte der denn? Der konnte ein bisschen rechnen. Ja, schön. Und später kamen dann so total geniale Errungenschaften. So, dann hatte man irgendwie so ein C64 zu Hause und da konnte man sogar drauf zocken. Das fand ich ja jetzt wieder toll. Und unsere Kinder, die haben eine Bandbreite an Möglichkeiten. Kennt ihr diese Werbung, wo der Typ immer kommt und irgendwie so diese Schachtel in die Kamera hält und sagt, ja, da ist doch niemals irgendwie Mario Kart drauf und Attack Challenge und so. Na, dann schauen wir doch mal nach. So, dass diese Dinger, wo 100.000 Spiele drauf sind. Mit sowas wird man zugeballert heute, ja. Das heißt, die Kinder, die wissen eigentlich gar nicht, wo sie anfangen sollen oder aufhören. Ja, allein das Handy, ne? Ja, ja. Du trägst heutzutage irgendwie, damals hieß es noch so, willst du immer erreichbar sein oder was? Und heutzutage trägst du so einen Miniaturcomputer in deiner Tasche mit dir rum, so völlig selbstverständlich. Das ist richtig. Und da sind Möglichkeiten, also wie viele Spiele es darauf gibt. Ich hatte jetzt auch geguckt, also wie viele richtig tolle Spiele, auch große Spiele, Rollenspiele und so mittlerweile schon als App gibt. Das ist so, wenn man denkt, wie geht das? Also wann ist das passiert, dass solche Spiele auf so einen kleinen Computer passen? Ne, das ist so hoppla hopp, ging das ganz schnell. Ja. Damals hatten wir noch irgendwie 20 Disketten und heutzutage kann man irgendwie rumscrollen und sagen, mag ich nicht. Oh, das, und was kostet's? Irgendwie €1, nee, ist mir zu teuer. Also das ist schon eine komplett andere Welt, ne? Ja gut, also, aber wir haben es ja auch irgendwie genossen und so, aber war nicht so viel, heute sehr viel. Wie gehen die Digital Natives denn heute damit um? Ich glaube, da gibt es sehr viele Aspekte, in denen man das betrachten kann. Ja. Das eine ist, was wahrscheinlich jetzt so ein bisschen nicht das ist, was du meintest, aber was ich so beobachtet hatte, dass auch kleine Kinder, wenn man Kindern Spielzeug gibt. Wir haben zum Beispiel gerne mit Minecraft gebaut, weil da hatte man einfach viel mehr Klötze als mit Lego. Nämlich unendlich. Und wie schnell die Kinder es drauf haben, zum Beispiel die Steuerung zu bedienen und zu raffen, dass das, was ich hier mit meinen Händen mache, da vorne auf dem Bildschirm so und so funktioniert. Maya konnte gerade mal laufen. Boah. Und hat gesehen, dass wir mit dem Controller rumgewurschtelt haben. Und dann guckt die auf den Bildschirm, nimmt den Controller und macht dann da rum. Das heißt also, die Gedankenleistung von so einem kleinen einjährigen Kind, das gerade laufen kann, überhaupt irgendwie zu raffen, dass das hier da drüben etwas bewegt. Ja. Also ich weiß noch, wo man mir den ersten Controller in der Hand gedrückt hat, der kein Kabel mehr hatte. Da habe ich da gesessen und so, boah, kein Kabel mehr dran, wie geil ist das denn? Und bumm, bin ich vor der Wand gelaufen, verstehst du, mit dem Püppchen, weil ich das erstmal lernen musste mit dem Daumen da. Es war eine Katastrophe. Es gibt ältere Herrschaften, wie ich bin schon über 50, ja, die packen die Dinger nicht an, die haben das nie gelernt. Die haben gesagt, nee, Controller kann ich nicht so. Ja, die versuchen dann irgendwie so grob motorisch, dann, ja, ihr wisst, was ich meine. Ist nicht so, ne? Dann mit Maus und Tastatur ist man groß geworden, da kriegt man das hin, so wir sind dann da eher Natives, da in der Ecke. Aber Controller, da tun wir uns schwer, ne? Und zumindest am Anfang. Mittlerweile, glaube ich,
hat's jeder schon mal irgendwie gelernt oder so, ne? Aber Kinder sofort. Controller eher noch als Maus und Tastatur, ne? Also Ja. das ist echt Das ist echt Wahnsinn. gut gemacht. Ja. Computerspiele sind allgegenwärtig und die Kinder, die werden damit groß. Ja, zumindest bei uns, ne? Wir sind ja auch so ein bisschen Eltern. Wir haben hier so eine Schrankwand hier mit Computerspielen und so. Das sind unsere Wurzeln so, ne? Und spielen auch selber noch. Momentan spielen wir Fallout 76 Großartig. tatsächlich. Ja. Oh Gott, was habe ich da angefangen? Aber es macht Spaß. Es ist wirklich das ist gut. Ja. toll. Es hat mittlerweile so einen Stand erreicht, Ja. so, ne? Und seit die NPCs reingebracht haben und das irgendwie so richtig sich anfühlt wie ein richtig echter Singleplayer, Ja. ist das großartig und ich genieße das. Ne? Das ist wirklich toll. Es fühlt sich an wie ein Fallout. Ja, Wir hatten den Tipp gekriegt, auch von einem Team Hier. aus dem Fallout-Stand. Hier, da sind sie doch. Und, Die heißen Raptobot, genau. Richtig cool. Vielen Ja. Dank für den Tipp. Das hat Ja. sich gelohnt, denn ja, wir haben da voll Bock drauf und das macht wirklich, wirklich Spaß. Der Zinkerer Ja, Nick. war das nicht, sondern der andere. Hier. Der Professor, der Verrückte hier. Nick und Juri. Juri war das. Genau, Juri hat uns erzählt, denn er hat uns gesagt, er hatte unglaublich viel Spaß mit Fallout 76 und da haben wir gedacht, als große Fallout-Fans müssten wir das doch auch mal ausprobieren und haben es dann auch gemacht. Ja, und jetzt haben wir irgendwie schon locker 20 Stunden auf dem Buckel oder so. Ja, Genau. Das ist super. Ja, richtig. Guter Tipp. Ja. Aber da waren wir nicht. Nee, Doch. genau. Wir waren eigentlich bei dem Thema Kinder. Ne? Ja. Also klar, So. muss man auch achten, irgendwie, dass die Sachen für die Kinder altersgerecht sind. Ja. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit Süßigkeiten. Wenn man es nicht verbietet, dann ist es auf einmal auch teilweise gar nicht mehr so interessant. Ja, das stimmt. Das Ja. ist bei anderen vielleicht anders, ne? Das will ich gar nicht sagen, ne? Ihr macht das schon, aber bei uns war das so, deswegen sind unsere Kinder tatsächlich glücklicherweise vielseitig interessiert, haben aber auch überhaupt gar kein Problem mit dem Zugang zu Technik. Und das ist natürlich sehr erfreulich. Und mir ging das damals auch so, denn hätte mein Vater mir nicht erlaubt, an seinem C64 rumzuspielen, hätte mir erklärt, wie DOS funktioniert und hätte mir einmal gezeigt, wie man dieses Ding komplett auseinander nimmt und wieder zusammenbaut. Das hat er mit mir damals gemacht und das hat mir unglaublich geholfen, zu verstehen, wie diese Dinge funktionieren und da reinzuwachsen. Und das finde ich schon sehr, sehr, also erstmal bin ich da super dankbar für, weil ich den Beruf heute wahrscheinlich in der Form nicht hätte machen können, wenn ich dieses Grundverständnis nicht mitbekommen hätte. Und ja, das ist dann auch, ja, cool. Ja, birgt auch Gefahren, klar, ne, dass man darauf hängen bleibt auf Computerspiele und nicht mehr rauskommt und so. Gibt's ja viele Menschen, die dann wirklich tatsächlich in virtuellen Welten dann leben und so weiter. Bei unseren Kindern ist das tatsächlich so, die rennen auch gerne raus. Ne? Ich glaube Das ist so eine auch. Mischung, immer so eine, wie es immer sagt, bunter Blumenstrauß und allem immer ein bisschen. Ja. Gift ist immer eine Frage der Dosis. Ich Ja. fand es ganz schön. Es gibt jetzt einen neuen Report hat der hier aktuellen Newsletter des Game-Verbandes wurde das vorgestellt irgendwie. Das fand ich sehr schön, wie viel Computerspiele Menschen auch im Positiven geben. Also, dass viele Leute, die zum Beispiel sich, was weiß ich, die traurig sind oder melancholisch oder manche eine schlechte Phase haben, durch Computerspiel, manchmal sogar durch gemeinsames Computerspiel, dann aus diesen Phasen herauskommen und tatsächlich glücklicher werden, als sie vorher waren. Mhm. Also, alles hat immer zwei Seiten. Die Tür schwingt zu zwei Seiten. Und ja, also ich glaube das auch, das ist etwas, dann muss man halt schauen, dass man, wie mit allem im Leben, glaube ich, das vernünftig reguliert. Und ja, für uns war das immer ein Riesengewinn. Darum sind wir jetzt wahrscheinlich auch drauf hängen geblieben und machen Computerspiele. Ja. Das ist, ja, wir haben da tatsächlich irgendwie so ein Lebensinhalt, so ein Hobby zum Beruf gemacht, ne? Ja. Und ja, das ist nicht leicht. Das ist auch manchmal ganz schön stressig und frustrierend und Burnout gefährdet ist man da, ne? Also man hat schon so seine Problemchen. Das muss man einfach so sagen. Aber das ist halt, wenn man sich um seinen Mental Health kümmert, das musst du auch tatsächlich fortwährend in diesem Beruf. Weil es ist kreative Arbeit und es prasselt auch unheimlich viel auf uns rein momentan. So, ne? Das sind halt so diese Krise, in der die Branche sich momentan befindet oder auch das ganze AI-Gedöns, was jetzt so auf uns wo wir noch nicht wissen, wo wir da landen.
Das ist alles nicht besonders beruhigend, sage ich mal, sondern aufregend eher so, ja. Und für viele vielleicht sogar auch tragisch, weil viele Arbeitsplätze gefährdet sind deswegen und hin und her und so. Das heißt also, Computerspiele befinden sich im Wandel, und zwar massiv. Ne? Bevor ihr euch fragt, wir haben uns noch nicht dafür entschieden, irgendwelche KI in unser Spiel einzubauen oder zur Entwicklung zu verwenden. Wir beobachten und stellen Fragen und sind neugierig und gucken uns das an und sind aber noch selber frei davon. Ja. Wir haben uns das angeguckt, wir haben uns damit beschäftigt, wir haben uns intensiv mit Experten unterhalten und so weiter und sind zu dem Schluss gekommen, ist nichts für uns. Noch nicht. Ja, also vielleicht irgendwann oder so, aber momentan geht das alles rund hier und das ist auch nicht wirklich besonders. Es ist manchmal auch diskutabel, so, ne, wo man sagt so, okay, muss das unbedingt sein und so weiter. Ihr wisst, wovon wir reden da. Und deswegen sind wir da an der Stelle erstmal skeptisch. Ne? Frei nach dem Motto, die zweite Maus kriegt den Käse, beobachten wir das erstmal. Ja. Ne? Wenn es tatsächlich irgendwie Usus ist und es als Tool benutzt wird und es auch irgendwie sich gesetzt hat und die Aufregung sich gelegt hat, gucken wir uns das nochmal an, aber momentan lassen wir da die Finger von. Ja. Genau. Okay. Auch ein schöner Aspekt, den ich noch ganz kurz mit reinbringe, da steht, wird man zu alt zum Zocken, ist auch auf der anderen Seite betrachtet. Nein. Und da sind wir auch ganz fest der Meinung, überhaupt nicht, im Gegenteil. Ne, also deine Mama zum Beispiel, die ist schon entsprechend etwas älter und zockt schon lange und wirklich gerne. Etwas älter ist lustig. Ich bin 55, meine Mutter ist 75. So, etwas älter. Ja, die älteren Herrschaften. Sie ist halt die Silver Gamer. Jetzt auf jeden Fall eine Ausnahme, würde ich sagen, weil sie unglaublich gerne in ihrem Alter zockt. Ja. Und davon kommen, also ich glaube, das werden jetzt immer mehr. Das werden mehr, ja. Und das ist super. Ja. Weil das einfach nochmal eine andere Möglichkeit der Freizeitgestaltung ermöglicht und sich mit Dingen zu beschäftigen, die Spaß machen. Und dafür wird man eben gerade nicht so alt, glauben wir. Aber sagt doch mal gerne, wie seht ihr das denn? Ja, also was für einen Bezug habt ihr zu Technik? Wie seid ihr da rangekommen? Und glaubt ihr, man wird dafür zu alt? Schreibt uns gerne unten in die Kommentare und dann wissen wir mehr. Cool. Hast du eine Community-Frage? Ja, habe ich auch. Ah ja. Und zwar, diese Frage kam wirklich sehr, sehr oft. Einige von euch haben das schon oft von uns gehört, aber weil es sich oft wiederholt, stelle ich sie einfach nochmal. Die Frage ist, kommt Kralon auch auf DVD? Und die Antwort ist erstmal nicht, weil das sowohl logistisch als auch in der Herstellung sehr aufwendig ist und teuer, das ganze Material und sowas zu bezahlen, und das lohnt sich wahrscheinlich der Verkauf schon nicht mehr. Also wenn man allein rein digital verkauft, also auf irgendwelchen Plattformen wie Steam, GOG, Epic oder so weiter, muss man ja schon rechnen, dass ungefähr von dem vollen Preis, der da bezahlt wird, mit Abzug für die Plattform, mit Abzug für die Steuern und den ganzen Kram, ungefähr rund 30% so bei uns hängen bleiben. Und das ist dann nochmal irgendwie zu sagen, ja, man bezahlt jetzt diese ganze Logistik um Sachen auf DVD, da muss man schon wirklich unglaublich viel Masse verkaufen, bis sich das rentiert. Und das bietet sich momentan für uns aktuell auf jeden Fall noch nicht an. Darum sagen wir erstmal nicht. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Bitet Studio TV. Genau. Macht's gut. Dankeschön. Ja. Ciao. Tschüss. Ja, schon schön, ne, sowas im Schrank stehen zu haben, aber schauen wir mal. Ich fänd's schon cool. Ja, es muss ja vielleicht auch keine DVD sein, sondern vielleicht ja irgendwie ein paar andere coole Sachen. Ja.